Um genau dies zu verhindern, hatte die britische Marine strenge Vorschriften über Mindestgeschwindigkeit von Frachtern in einem Geleit erlassen. Bei den vorgeschriebenen Testfahrten benutzten die Reeder allerdings nicht selten unzulässige Tricks. Sicherheitsventile wurden dicht gesetzt, Kessel ungenügend mit Wasser gefüllt und Lichtmaschinen außer Betrieb gesetzt, um die Mindestanforderungen irgendwie zu erfüllen. Der Grund lag auf der Hand. Für die Reeder und Schiffsmakler war der Verlust eines Frachters ein glänzendes Geschäft. Die Schiffe waren gut versichert und ging ein Frachter verloren, zahlte die Versicherung. Das Risiko trug somit allein die Mannschaft. Mancher brave Seemann zahlte die Profitgier der Reeder mit seinem Leben. Der Geleitzug war inzwischen in eine Schlechtwetterzone geraten. Ein Wirbelsturm fegte über den Atlantik. Jeder weitere Angriff war sinnlos. Am Morgen des 6. Mai ließ Dönitz die Operation abbrechen. Trotz der Versenkung von 12 Handelsschiffen brachte der Einsatz für die deutsche Seite eine bittere Niederlage. 7 eigene U-Boote waren verloren gegangen. Die verstärkte alliierte Abwehr führte allein im März 1943 zum Verlust von 30 U-Booten. Von Juli bis August gingen weitere 70 Boote verloren. Während die amerikanischen Werften in einem ungeheuren Bauprogramm jeden Ausfall doppelt ersetzten, fehlte der deutschen Seite auf Dauer das Material und das Personal, um die stetig steigenden Verlustzahlen auszugleichen. Das Ende war absehbar. Im Januar 1943 hatten Roosevelt und Churchill in Casablanca die bedingungslose Kapitulation Deutschlands gefordert. Zu diesem Zeitpunkt war auch der Ostfeldzug in seine entscheidende Phase getreten. Die Tragödie von Stalingrad war unabwendbar. Nordafrika war verloren und britische Geleitzüge liefen fast unbehindert durch das Mittelmeer. Im Juli 1943 landeten alliierte Truppen an der Südspitze Siziliens. Die Lage der im Atlantik operierenden deutschen U-Boote wurde immer aussichtsloser. Obwohl Dönitz über mehr U-Boote verfügte, als er ursprünglich für notwendig hielt, um Großbritannien von seinen Zufuhren abzuschneiden, blieben die Erfolge aus. Obgleich im Mai 1943 436 U-Boote einsatzbereit waren, sanken die Vernichtungszahlen an alliiertem Schiffsraum. Angriffe auf Geleitzüge endeten immer öfter mit Misserfolgen und nicht selten wurden mehr deutsche U-Boote vernichtet als alliierte Handelsschiffe. Die moderne Radarortung der Alliierten und der automatische Sichtfunkpeiler der Geleitfahrzeuge, der in Sekundenschnelle die Richtung zu einem funkenden U-Boot anzeigte, machte die Jäger zu Gejagten. Dönitz zog schließlich die Konsequenz und rief die übrig gebliebenen Boote aus dem Nordatlantik zurück. Beschwichtigend sprach er dabei von einer Übergangszeit, bis der Kampf mit besseren Waffen wieder aufgenommen werden könne. Doch der technische Vorsprung der Alliierten war nicht mehr aufzuholen. Die Marine setzte ihre gesamten Hoffnungen auf neue Entwicklungen, insbesondere die Typen 21 und 23. Angesichts der fortdauernden Bombardierung der deutschen Städte und Werften kam die Produktion allerdings nur schleppend voran. Es blieb kaum Zeit, neue Techniken zu erproben, und die Ausbildung der Mannschaften beschränkte sich auf das Notwendigste. Die noch vorhandenen Überwassereinheiten der deutschen Kriegsmarine lagen angesichts der alliierten Luftüberlegenheit in den Häfen Norwegens fest und konnten nicht mehr in die Kämpfe eingreifen. Dönitz drängte auf den verstärkten Bau der modernen U-Boot-Typen und forderte größere Rohstoffzuteilung. Vergeblich. Die überhaupt noch verfügbare Reserve wurde an die russische Front geworfen, um die Offensiven der Roten Armee aufzuhalten. Der technische Vorsprung der Alliierten wurde immer größer. Monat für Monat stiegen die Verlustzahlen der U-Boote. Sie waren den massierten Angriffen der Gegner einfach nicht mehr gewachsen. Nicht nur ihre Tauchdauer und Unterwassergeschwindigkeit waren zu gering, es fehlte vor allem ein modernes Radarwarngerät, das den Booten das Überleben sicherte.
Zwar tauchten in den engen Türmen der U-Boote neue Geräte mit geheimnisvollen Namen wie Metox, Naxos, Tunis, Gema oder Hohentwiel auf, sie alle waren aber nicht in der Lage, die Probleme zu lösen. Der sicherste Schutz vor feindlichem Radar blieb daher die Unterwasserfahrt. Doch unter Wasser konnten nur die E-Maschinen eingesetzt werden. Deren Batterien waren schnell entladen und mussten durch entsprechende Überwasserfahrten mit dem Dieselmotor wieder aufgeladen werden. Um die Tauchdauer zu verlängern, entwickelte man den sogenannten Schnorchel. Über einen Luftmast wurde Frischluft angesaugt, die den Dieselmotor während der Tauchfahrt mit Sauerstoff versorgte. Eine Lösung, die zugleich ein neues Problem schuf. Durch das Rattern der Diesel wurde das Boot gewissermaßen taub. Das laute Dröhnen der Motoren überlagerte nicht nur die anzupeilenden Geräusche feindlicher Schiffe, es machte vor allem das eigene Boot besser für die gegnerischen Empfangsgeräte ortbar. Die von der Einführung des Schnorchels erhoffte Wende blieb letztlich aus. Auch andere Erfindungen kamen nicht mehr zum Einsatz. So sollte der Kleinhubschrauber Bachstelze das Aufspüren feindlicher Schiffe verbessern. Das einfache Fluggerät war leicht an Bord zu verstauen und bei Bedarf zusammenzubauen. Es war so konstruiert, dass es auf einem U-Boot starten und landen konnte. Diese einzigartigen Aufnahmen dokumentieren den Versuchseinsatz mit der Bachstelze. In Peenemünde arbeitete man fieberhaft an der militärischen Nutzung der Raketentechnik. Mit einem mehrjährigen Vorsprung vor den Alliierten gelang es deutschen Wissenschaftlern bereits im Oktober 1942, den ersten von Menschenhand gebauten Flugkörper an die Grenze des Weltalls zu schießen. Die Rakete des Typs Aggregat 4, von der deutschen Propaganda V2, Vergeltungswaffe 2 genannt, sollte auch in U-Boote eingebaut und auf New York abgefeuert werden. Zum praktischen Einsatz kam diese Technik jedoch nicht mehr. Heute zählt sie zum Standard aller modernen Atom-U-Boote. Das Konzept der Sprengboote vom Typ Linse, die über Funk vom Führungsboot ins Ziel gelenkt wurden, kam nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem der israelischen Marine zugute, die auf Erfahrungen der Deutschen und Italiener zurückgreifen konnte. Kleinst-U-Boote wie der Seehund oder der Marder, die gesteuert von einem oder zwei Mann mit seitlich angebrachten Torpedos gegen die feindlichen Schiffe vorgehen sollten, griffen tatsächlich noch in die Kämpfe ein. Die bis in eine Tiefe von 10 Meter tauchenden Kleinstkampfmittel kamen vor allem bei der alliierten Landung bei Anzio und an der Normandieküste zum Einsatz. Angesichts der drückenden Übermacht der Alliierten waren derartige Entwicklungen aber ohne wirkliche Bedeutung. Frühjahr 1944. An der Atlantikküste laufen die Vorbereitungen für die Abwehr der alliierten Invasion auf Hochtouren. Stellungen werden ausgehoben, breite Minengürtel angelegt und neue Einheiten an die Küste verlegt. Die Verantwortlichen im Bereich der Kriegsmarine sind überzeugt, für die kommenden Ereignisse gut gerüstet zu sein. Seit Monaten existieren umfangreiche Alarmpläne für Häfen und Einheiten. Alle Schiffe, die am entscheidenden Tag nicht seeklar gemacht werden konnten, sollten ihre Besatzung zur Verstärkung der Küstenverteidigung an die Infanterieeinheiten des Heeres überstellen. Doch als die alliierte Armada mit über 1200 Schiffen und 4100 Landungsfahrzeugen am Morgen des 6. Juni auf die Küste der Normandie zusteuert, stellen sich ihr auf deutscher Seite nur 5 Zerstörer, 34 Schnellboote und 36 U-Boote entgegen. Die Landung der Alliierten ist trotz erbitterter Abwehrbemühungen nicht zu verhindern. Der Seekrieg um England und Frankreich ist damit beendet. Die Tirpitz, das größere Schwesterschiff der untergegangenen Bismarck, lag nach einem Angriff britischer Klein-U-Boote beschädigt im Altafjord. Um einen möglichen Einsatz in deutschen Gewässern zu verhindern, starteten am 3. April 1944 41 alliierte Bomber unter starkem Geleitschutz von einem britischen Flugzeugträger zu einem Angriff gegen das schutzlose Schiff.
Die Bomben beschädigen die Tirpitz, können das Panzerdeck jedoch nicht durchschlagen. Weitere Angriffe bleiben erfolglos, weil sich die Tirpitz rechtzeitig einnebelte. Erst als Nordnorwegen geräumt werden musste, wird die Tirpitz nach Tromsø verlegt. Hier soll sie auf Grund gesetzt werden, um als Küstenbatterie zu dienen. 12. November 1944. Schwere britische Lancaster-Bomber attackieren mit speziellen 6-Tonnen-Bomben das weitwunde Schiff. Der Turm explodiert, die Backbordseite der Tirpitz wird völlig eingedrückt. Das Schiff dreht und droht zu kentern. Alle Mann an Deck. Für 1204 Besatzungsmitglieder kommt der Befehl zu spät. Sie verlieren ihr Leben im Wrack des mächtigen Schiffes. Die letzten schweren deutschen Einheiten waren schon im August 1944 in die Ostsee verlegt worden. Die schweren Kreuzer Admiral Hipper, Admiral Scheer, Lützow und Prinz Eugen sowie die leichten Kreuzer Leipzig und Nürnberg sollten die deutschen Heeresverbände im Ostseeraum unterstützen. Wie war die Lage der Ostfront zu diesem Zeitpunkt? Die Heeresgruppen Mitte und Süd waren weit nach Westen zurückgedrängt worden. Im Norden hatte sich Leningrad lange im Würgegriff der deutschen Truppen befunden. Mit Minensperren und U-Boot-Netzen hatten die Deutschen den finnischen Meerbusen gesperrt. Mitte Januar 1943 war es der Roten Armee jedoch gelungen, die Deutschen aus dem Gebiet zwischen dem Ladogasee und der Stadt herauszudrängen. Am 5. November hatten leichte Einheiten der baltischen Flotte eine Stoßarmee mit 40.000 Mann und schwerem Gerät westlich von Leningrad angelandet. Unter dem Feuerschutz der vor der Stadt lagernden Schiffe begann nur 10 Tage später die sowjetische Offensive. Unterstützt von der Flotte marschierte die Rote Armee an der Nordküste des finnischen Meerbusens nach Westen. Angesichts der unabwendbaren Niederlage brach Finnland am 2. September seine Beziehungen zu Deutschland ab und stellte seine Kampfhandlungen gegen die Sowjetunion ein. Um die russischen Seestreitkräfte nicht in die Ostsee gelangen zu lassen, mussten die Seeigelsperren aufrechterhalten werden. Strategisch wichtig war dafür die Rückeroberung der finnischen Insel Sursari. Mit russischer Luftunterstützung wiesen die Finnen jedoch den deutschen Angriff ab. Jetzt waren alle Schleusen geöffnet. Wenig später musste Reval geräumt werden. Am 23. September verließ der letzte deutsche Geleitzug den Hafen der Stadt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren bereits 50.000 Soldaten und 85.000 Flüchtlinge über die Ostsee in Sicherheit gebracht worden. Am 29. September eröffneten die Sowjets die Schlacht um das Baltikum. Eine Marinekampfgruppe, bestehend aus dem schweren Kreuzer Lützow, 2 Zerstörern und 5 Torpedobooten, konnte den Vormarsch der Russen nur für kurze Zeit aufhalten. Am 13. Oktober fiel Riga. Eigenständige militärische Operationen der deutschen Marine waren zu diesem Zeitpunkt kaum noch möglich. Die noch einsatzfähigen Schiffe dienten in erster Linie der Unterstützung der deutschen Truppen im Zuge der Rückzugsschlachten. Auch die U-Boot-Waffe litt unter den Ereignissen. Im Oktober 1944 waren von 456 vorhandenen U-Booten nur noch 141 einsatzfähig. Anfang 1945 kam der geschlagenen Kriegsmarine eine letzte Aufgabe zu: die Rettung der von der Roten Armee eingeschlossenen Menschen aus Ostpreußen, Westpreußen und Pommern. Unter Einsatz aller noch vorhandenen Kriegs- und Handelsschiffe gelang es ihr, mehr als 2 Millionen Zivilisten über die Ostsee in den Westen zu bringen, die größte Rettungsaktion in der Geschichte der Menschheit. Die Verluste waren hoch. Sowjetische Bomben, Minen und U-Boot-Torpedos rissen viele der mit verwundeten Frauen und vor allem Kindern überladenen Schiffe in die Tiefe. Besonders tragisch ist das Schicksal der Wilhelm Gustloff. Am 30. Januar 1945 versenkte das russische U-Boot S-13 unter Kapitänleutnant Alexander Marinescu unweit von Stolpmünde den ehemaligen KdF-Dampfer mit 3 Torpedos. 9.343 Menschen, darunter mehr als 3.000 Kinder, starben in den eisigen Fluten der Ostsee.
Die Zahl der Opfer war 6-mal so hoch wie beim Untergang der Titanic. Die größte Schiffskatastrophe aller Zeiten war nahezu in Vergessenheit geraten. Erst durch Günter Grass Novelle Im Krebsgang gelangte sie wieder in den Blickwinkel der Öffentlichkeit. Die Lage wurde für die Deutschen immer hoffnungsloser. Jeder Tag bescherte neue hohe Verluste. Die Rote Armee stieß über die Oder in Richtung Stralsund vor. Die Amerikaner und Briten bombardierten eine deutsche Stadt nach der anderen und legten sie in Schutt und Asche.